Hallihallo, ich bin ersten Scaller und wir spielen weiter Dragon Quest 11, Streiter des Schicksals. So, wir checken natürlich mal wieder alles. Twitch läuft. Passt. Okay, wo sind wir stehen geblieben? Auf der Suche nach seinen Freunden trifft Agent auf eine farbenfrohe Parade, die von keinem geringeren als dem großen Leonardo angeführt wird. Die Gruppe geleitet einen tief besorgten Reisenden namens Paar zum nahegelegenen Dorf Mandala. Dort angekommen erfahren sie, dass er kürzlich von Avaritia, Hagrimors Dienerin, angegriffen wurde. Diese hat den Dorfbewohnern alles gestohlen, was ihnen am wertvollsten war. Unsere Helden ziehen los, um Habseligkeiten und Angehörige zurückzuholen. Auf ihrem Weg zu Avitas Versteck treffen sie Son, Pars kleinen Jungen, der sich den Trupp in der Hoffnung anschließt, den Anhänger seines Vaters zurückzuholen, um damit die Liebe zu gewinnen. Die Freunde machen kurzen Prozess mit Avarita, doch Son ist am Boden zerstört, als er sieht, dass der Anhänger beschädigt wurde. Rio erinnert ihn daran, dass es der Gedanke ist, der zählt. Und mit allen geretteten Dorfbewohnern im Schlepptau machen sie sich auf den Rückweg. Und da sind wir. Sobald es geladen ist. Wie geht's euch heute nach diesem wunderschönen Mittwoch? Es wird langsam wieder kälter draußen. Also heute früh musste ich sogar schon kratzen. Ganz, ganz uncool. Das habe ich nicht vermisst. Naja. Vielleicht hat sich das ja erledigt, aber bei uns soll es jetzt dann am Samstag nochmal schneien. Naja. Au. Okay, krass. Was ist das denn für ein Typ? Ich glaube, der könnte gut Erfahrung bringen. Hemmungsloser Hieb hier. Ah, der Damage ist einfach wunderbar. Aber der macht echt richtig Damage hier. Aber wir haben ihn auch fast. In dem Dorf kann ich mich ja dann ausruhen. Läuft das so. So. Okay, euch umgehe ich mal, ihr seid unwichtig. Die bringen halt gute Erfahrung. Ich glaube... Dann mache ich noch schnell den zweiten. Oh, fuck. Okay. Ich glaube, das habe ich jetzt gerade ein bisschen unterschätzt. Aber das könnte übel werden. Ja, gut. Andererseits, wir müssen nur... Huiuiuiui. Hackschraube. Steckt mit einem weit ausholenden Schwung des Schwerts nach einer Gruppe von Gegnern. Eigentlich... Ja, eigentlich musst du erstmal Bongo-Bang weghauen. Danke. Und jetzt... Shit. Ja. So viel zu denen wollen wir mitnehmen. Ey, also 2 sind heftig. Und wir haben die Hälfte an Gold verloren. Oh, nicht schön, gar nicht schön. So, wir sind voll geheilt. Wir rächen uns mal schnell an dem. Guter Start ins Spiel. Na gut, jetzt ist wieder nur einer. Den anderen müssen wir meiden. Das ist... Boah, das geht gar nicht. Das ist uns zu heftig. Da müssten wir erstmal trainieren, glaube ich. Aber eigentlich wäre das hier eine richtig coole ein richtig cooler Trainingsort. Wir holen Leonardo noch dazu, hoffentlich, und dann müssen wir mal gucken. Auch schauen, was er für ein Level mittlerweile ist. Okay. Naja, jetzt gehen wir erstmal ins Dorf zurück.
sowas von unterschätzt, die Sache hier. Doof. So, jetzt kriegen wir doch erstmal eine Parade, oder? Wobei die Parade des Lachens hatten wir ja schon. Du. Da steht sie wieder. Du. Nun, mein Herr, ich muss zugeben, dass ich euch nicht für stark genug gehalten hatte, Avarita zu besiegen. Aber ihr habt es geschafft. Danke. Ihr solltet Papa Bescheid geben. Bestimmt er ist in seinem Haus vor der Kirche. Oh, hättet ihr das nicht vorher sagen können, wo der ist? Dann hätte ich den beim letzten Mal nicht so ewig suchen müssen, ja. Ich war auch der Meinung, ich hätte das Haus schon durchsucht gehabt, aber irgendwie wohl nicht. Da haben wir noch eine Nebenquest. Anscheinend wird das Schillersteinsalz in der Grotte della Fonte. Ah, okay. Ah, nach Gondolia müssen wir auch irgendwie wieder kommen. Ah, aber die Halskette ist kaputt gegangen. Mein Vater wird mächtig wütend sein, wenn er sie sieht. Sei nicht albern, Schätzchen. Wie könnte er wütend sein, wo du doch gesund und munter zu ihm zurückkehrst, hm? Red einfach mal mit ihm. Ich werde hinter dir stehen. Also gut, ich habe zwar Angst, aber ich werde es tun. Was ist eigentlich mit dem Vater los? Ist nicht nett. Oder hat er Sorgen um seinen kleinen Sohn? Pa und Son, super Namen. Hello, Father. I brought Mother's necklace back from the lair of the beast for you. You did what? Er ist sauer, weil er sich in die Gefahr begeben hat. Sein guter Vater. Foolish child! Ja. Huh? You could have been killed. And then where would I be? Hmm? Oh, das ist das Wichtigste. You, Vielleicht hat er ihn von vornherein durchschaut gehabt. Huh? But you said that Mother's necklace was your most treasured possession. I said it, but I did not mean it. Don't you see? I did not trust the monster, so I said a lie. I lied because I wanted to protect you. Schlauer Mann. Also hundertprozentig. Ja, ich glaube, so geht's. Das ist immer das Problem, wenn ich umswitch, weil ich was aufgenommen habe von Magic, das dann wieder einzustellen. Aber bald kommt's. Ich habe die Karten vom Ferdis, den Adventskalender fürs 30-Jährige, geöffnet. Coole Karten dabei, richtig coole Karten und schöne Vollkarten. Nichts von den Vollkarten leider nichts großartig mit Value, aber es hat Spaß gemacht. To think it was all but a misunderstanding. If only he and his father had simply been honest with one another. Klar. Das hätte viel Ärger erspart. If only. I'll see you both outside, okay? Ah. Das erinnert ihn an seinen eigenen Vater wahrscheinlich. Ah. Die Geschichte werden wir wahrscheinlich auch noch These are my aufarbeiten. new friends. They are the ones who rescued everybody. I cannot thank you enough. You are true heroes. Gerne. Wenn ich so rüberschaue, ist immer, weil... Ja, dumme Angewohnheit, da ist mein zweiter Bildschirm. Ja, ich glaube, das habe ich vor der Ewigkeit schon mal erklärt. But I had to pretend that I did not care, in case the monster came back and realized that I had lied. Where's my friend with the feathers? I wanted to say thank you. Der ist gegangen. Sylvando left for us suddenly. Perhaps we should go and look for him. Ja, mach mal. Frag mal einfach mal, aber ich vermute mal, er ist rausgegangen.
Natürlich freue ich mich darüber, dass Son und sein Vater sich wieder gut verstehen. Selbstverständlich tue ich das. Die ganze Sache hat mich einfach nur so aufgewühlt. Was sagst du da? Du suchst nach Rio? Ich habe gesehen, wie er die Treppe hochgegangen ist. Weit weg ist er noch nicht, glaube ich. Nach oben? Ah, okay. Wäre ich erstmal in die falsche Richtung gelaufen. Gucken wir mal. Da ist er. If only he and his father had simply been honest with one another. Tja. Ah, you scared me! How long have you been standing there? Ah, never mind. It was nice to see Son reunited with his father, huh? Das kriegen wir mit deinem Vater schon noch hin. There are some who will never be reunited with their loved ones. Some bridges that will never be repaired. Wir müssen es aber zumindest versuchen, oder? Mordegon he's super powerful, right? Powerful enough to destroy our world. You've seen that power for yourself, but you still want to fight him, don't Natürlich. Natürlich, was gibt's denn sonst für eine Möglichkeit? Entweder das oder die Welt ist eh dem Untergang geweiht. I thought it was enough. Traveling the world, trying to put smiles back on people's faces. But what good is a smile here and there if the Lord of Shadows could snatch it away at any moment? Eben. What I'm saying is, I have to leave my beloved parade and come with you. It's the only way. Das habe ich doch gehofft. But there's something I want you to help me with first. It's all well and good me going and getting my head squished by Mordegon, but I can't do that to my darling boys. Oh. So we have to leave them somewhere safe, with somebody who can look after them. Now, I know just the place and just the person. Puerto Valor. Well, there's no good way of saying this. I'm petrified of seeing him. So you have to come with me. You will, won't you, darling? Natürlich. Oh, thank you. I knew you'd say yes. Okay, I'm going to go break the news to my little soldiers of Smile. Meet me outside the village, all right? Alright. Ah, bitte, zieh dir was anderes an. Nö, wir helfen ihm doch gerne. Bin schon gespannt, wo wir die anderen wieder treffen werden. Ich bin ja froh, dass meine Mutter, Sandra und das ganze Dorf, dass das noch am Leben ist. Das hätte ich am allerwenigsten gedacht. Schön. Jetzt müssen wir nur noch Hackelmore besiegen und dann wendet sich alles dem Guten zu. Aber so langsam glaube ich, dass es noch ein weiter Weg ist. Wenn man überlegt, ich habe eine Kugel wieder gekriegt von den 5. Ich befürchte, wir müssen sie alle wieder einsammeln. Darlings, I have an announcement to make. My parading days are over. But do not fear. It will only be for a little while. I will return as soon as the Lord of Shadows is defeated. We understand, Sylve. That Mordegon's stolen enough smiles. Someone's got to stop him. Richtig, und wir werden es sein. Yeah, you go and do what you gotta do, Sylve. We'll be heartbroken without you, of course, but we'll survive. And if anyone can show that rotten spoilsport what's what, it's you. Na, eher wir. Aber er hilft. Exactly. We'll never get those smiles back if I don't do this. And I won't be leaving you high and dry. I'm going to ask my papi to look after you in Puerto Valor. Puerto Valor? Wait. No. Surely not. Surely you cannot be Don Rodrigo's...
So you finally figured it out, huh? Same old stone-headed Hendrik. Such a sweet, simple boy. Oh. All right, my little champions of cheer. Let's go show Puerto Valor how to party! Das ist schon ein bisschen anstrengend. Ich laufe aber einfach vor. I cannot fathom it. The boy is unrecognizable, and he has abandoned the name his father gave him. Don... Wie heißt er denn? Forgive me for my lack of composure. This has all come as quite a shock. Ich schmeiß gerade ein bisschen alles um. Silvando is none other than the son and heir of Don Rodrigo, the noblest and most revered of all knights. It was always assumed that he would follow in his father's footsteps. Nase. But the two had a terrible argument, and the boy left Puerto Valor, never to return. Und jetzt versuchen wir sie wieder zu versöhnen. But perhaps this is not such a bad thing. I have been meaning to visit Don Rodrigo and seek his counsel. Very well. It is not far from here to Puerto Valor. The road will take us... Okay. Das Problem ist ja, dass der Weg zu war. Also wir können gerne wieder zurücklaufen, aber wir kommen ja nicht durch. Aber na gut, probieren wir es aus. Ja, halten uns mal. Jetzt haben wir jetzt da doch nicht trainiert, aber kann man zu gegebenenfalls noch nachholen. So, über die große Brücke. Und noch weiter. Na, es ist schon ein weiter Weg, den wir da zurücklegen müssen. Ist das Metallschleim? Nee, das ist so ein Schleimritter. Ah, schade. Naja. Er schließt sich uns erst an, wenn wir in Puerto Valor sind, wahrscheinlich. Na gut, dann hätte es mit dem Training jetzt eh nicht hingehaut. Machen wir den Hackschrauber auch. Mal schauen, wie der ausschaut. Ja, Schaden ist gut. Oh, er hat geblockt. Schweinerei. So. Wie viel Erfahrung? Okay, Erfahrung, würde ich sagen. Weiter geht's. Du. Oh, jetzt sind wir schon fast da. Also der Weg ist echt okay. Ja, Gegner haben jetzt gerade nicht so das Bedürfnis, irgendwelche speziellen Gegner zu bekämpfen. Wie viel haben die Pferde gebracht? Probieren wir nochmal aus. Gut, 2 Stück gleich. Ein bisschen was von den asiatischen Drachen. Nur in Pferdeoptik. Au. So ein geiler Angriff. Macht so wenig Schaden. Ja, das ist schon... war schon besser. Henrik bringt's zu Ende. Okay. Und wir kriegen wie viel Erfahrung?
Boah, 1042, ja. Ah, gut. Hätten wir vielleicht noch ein paar mehr mitnehmen können. Nein. Ich glaube, uns wird es am Training nicht mangeln. Wobei ich mal wieder gerne eine Metallschleime hätte. So. Ah, ich verstehe, wir können unten lang. Wir können am Strand lang. Ah, ja, natürlich. Das macht Sinn. Da war ich das letzte Mal wohl ein bisschen zu unaufmerksam. Naja, wir rasten jetzt nicht. Den großen Troll nehmen wir mit. Ich glaube aber, das waren nicht die stärksten. Die sind hier das letzte Mal schon gewandert, glaube ich. Oder früher. Also schaut er so freundlich aus. Ah, okay, aber er hält zumindest was aus. Und er macht Schaden. Ah, vielleicht ist er gar nicht so freundlich. Nee, ganz so freundlich wohl nicht. Wie viel willst du? Oh, 792? Ah, hier ist das Problem. Ich will eigentlich nicht so viele Kämpfe machen, weil da die Kackviecher sind, die mich vergiften. Ich nehme mal mit. Du schaust richtig cool aus. Cool und böse. Und vom Schaden her ist okay. So. Ja, das eine Viech ist tot, das dachte ich mir schon fast. Und das ist auch erledigt, oder? Das war easy. Oh. So viel Erfahrung, ja. Dann nehmen wir nur, da gehen wir in die Runde 2. Die Erfahrung nehmen wir mit. Dafür, dass wir eigentlich so gut wie gar nichts machen mussten. Ah, okay, er bufft. Unerwartet. Auch unerwartet. Die Runde geht gleich ganz anders ab. Oh, das soll uns nicht hindern. Erledigen ihn. Ah, okay, er hat sich selber gestärkt, aber es reicht nicht. Hendrix. Bierhändeschlag ist einfach zu mächtig. So, hier kommen wir durch. Diese wunderschöne Höhle. Kaminkorallen. Ah, okay. Das war dann doch relativ einfach. Sollen wir den Korallenkohle mitnehmen? Oh ja, Schaden tut's eigentlich nicht, gell? Korallschrott. Ich vermute mal, der dürfte recht harmlos sein. Ja. Na gut. Der wird nicht mehr leben. Das hat man jetzt aber auch in der Erfahrung gesehen. Nehmen wir ihn mit. Wollen wir schauen, ob unser Schiff da ist? Nein, es ist nicht da. Erstmal nach Puerto Vallo. Wir wollen ein Teammitglied zurückhaben. Besser gesagt, erst ein neues Teammitglied, weil das ist ja kein neues Teammitglied. Wir wollen es einfach nur wieder haben. Und dann mal mit Äpfel. Ups. Da müssen wir kräftig schütteln. Und ist bei dem Turm irgendwas Besonderes? Kommen wir nicht vorbei? Kommen wir auch nicht vorbei. Ja, und von euch habe ich jetzt mittlerweile ein bisschen zu viele besiegt. Nicht ganz so attraktiv. Aber ich glaube, den Zyklopen können wir auf dem Weg mitnehmen. Es ist auch nur einer, Gott sei Dank. Nicht, dass wir wieder so ein Desaster haben wie mit den 2 richtig kranken Viechern. Sehr gut. Und komm. Wir übertreiben es einfach vollkommen. Oh, 413 Schaden. Agent erreicht Stufe 36. Das hat sich vollkommen gelohnt. Wie viel hast du denn? 21? Ja, das wollen wir einsetzen. Schwertkampf.
So, ein Doppelhieb, der schneller ist als ein Falke im Flug. Den wollen wir mitnehmen. Und was hat sich da jetzt freigeschaltet? Beidhändige Begabung. Erlaubt das Führen einer Waffe sowohl in der linken als auch in der rechten Hand. Ja, ja. Ich will. Oh ja. Also wir wissen, auf was wir sparen. Scheiß auf das Schild. Ich will 2 Einhandwaffen. Dann können wir... Oh, wie heißt... eine Anonyme nachstellen. Die machen mich fertig. It's so strange. I thought I'd never see this place again, and yet here I am. Well, at least I came back with a bang. You go on ahead, honey. I need a second to compose myself. Aber nicht abhauen, ja? Wir ziehen das jetzt durch. Jetzt sagen wir erstmal heilen wir uns. Ah, ja gut. Ja, speichern wir halt erstmal. Können wir auch machen. Hallo. Du. So. Schön, dass noch alle am Leben sind. Oh, wir können den Quest... Oh, wir können den Quest unten nicht mehr abgeben. Wie schade. Na, schlafen wir erstmal eine Runde. Seid gegrüßt momentan. Ist aber so ein kleiner Schlamassel, kann ein Organisation oh, mich nicht erschüttert. Ja. Genau, gib mir einfach ein Zimmer. Ich habe mir wieder ein Monster bereitgestellt. Werde immer noch nicht gesponsert. Vielleicht irgendwann. Monster. Oh, wir kriegen eine Mini-Medaille dafür, dass wir da geschlafen haben. Wenn sie ihr die Dame von der Medaillenbörse hier neben mir übergibt, gibt sie euch bestimmt etwas Großartiges dafür. Nö, ich glaube, die gibt mir nichts mehr. Ich habe schon zu viele Medaillen bei der abgegeben. Ja. Geil. Dann mal auf zu Don Rodrigo. Es wird interessant. Irgendwie war es aber klar, dass das noch zusammenlaufen muss. Don Rodrigo hat lange geruht, um sich von seiner Verletzung zu erholen. Aber jetzt ist er wach. Wir sind darüber alle sehr erleichtert. Es wurde auch Zeit für gute Nachrichten hier in Puerto Vallo. Ich frage mich, was es mit dem Tumult auf sich hat, den ich draußen hören kann. Ist irgendwas Unerfreuliches vorgefallen? Nein. No, muy bien. Sehr gut. Dann muss ich das eingebildet haben. Oder es war mein Herz, das vor Erleichterung lauter als sonst geschlagen hat. Okay, wie? Eine Parade ist in die Stadt gekommen, um den Leuten hier wieder ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern? Bien. Das klingt nicht nach etwas, worüber man sich Sorgen machen müsste. Richtig. Können wir... Buen dia, Senor. Don Rodrigo scheint sich heute besser zu fühlen. Ich glaube, er ist im Moment wach. Er ist erst in seinem Zimmer, falls ihr mit ihm sprechen wollt. Ihr könnt gerne eintreten. Ich bin mir sicher, dass er euch mit Freude eine Audienz gewähren wird. In der Zwischenzeit werde ich nach draußen gehen und herausfinden, was es mit dem Tumult auf sich hat. Ah, der erinnert sich an uns bestimmt, oder? Oh. Scheint auch gekämpft zu haben. Don Rodrigo, it is I, Hendrik. It has been too long. Hendrik? How many years has it been since you completed your training, eh? Come closer, caballero. Let me see your face. Ich mag I Kuchen. have heard many tales of your exploits. To think that the great lump of meat who came to me all those years ago is now the hero of Heliodor. Ja. Der hat sich I ganz had schön not gemausert. expected to find you in such good spirits, my lord. As one who owes everything to your kind offices, it pleases me greatly.
Alas, there has been precious little cause for mirth since last we met. Dundrasil fell, then Yggdrasil, and now the Lord of Shadows roams the land. Don Rodrigo and I have much to discuss. Perhaps you could go and fetch Sylvando while we talk. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Jetzt? Naja. Hendrik, wir kommen deiner Bitte natürlich nach. Aber erstmal sind wir so dreist und kontrollieren die Schränke. Haben wir gesagt was? Alles klar. Steht in dem Buch. Ah. Pein meiden mit Platin. Platin-Kopfschutz, Platin-Panzer. Ich glaube, Platin haben wir auch. Sehr schön. Na gut. Leonardo. Wo steckst du? Alles fit, Agent? Suchst du nach Rio? Ich glaube, er ist die große Treppe zum Meer runter. Er hat eine übelste Mine drauf. Ganz anders als sonst. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du mal nach ihm sehen könntest. Ob bei ihm alles in Ordnung ist und so. Du weißt schon. Ja, bei dem ist schon alles in Ordnung. Er hat nur Schiss. Ah, da unten steht er auch schon. Na? Oh, hey, honey. I guess they sent you to fetch me, huh? Bist du bereit? It's so silly, I know. Here I am, happy to go put my neck on the line in the fight against the Lord of Shadows. And yet the thought of facing Papi makes me want to run away screaming. Seeing that boy and his father in Phenomenon made me think I could do it. That I could finally face him. But now I'm here, I'm so scared. You've heard what happened with me and him, I guess. Nö. Hendrik told you, huh? It all seems so Das ist ein Streit far war, away nicht was now. genau. Even before I could walk, I was training to be a knight, you know? I would stay in Puerto Valor and follow in my father's footsteps. Then one day, the circus came to town. It was so fabulous. I can't even describe it. It was love at first sight. I knew from the second I walked into that tent that I'd found my calling. Getting up on that stage and making people happy, that was the life for me. But Papi, he wasn't so keen. A few plates got smashed the night I broke the news to him, let me tell you. But I wasn't going to let that stop me. Oh no. This was my calling. To make the whole world happy. I would be a knight in smiling armor. He didn't have anything to say to me after that. That was when I knew that I had to go and prove to him that I meant what I said. Und das war der große Streit? Dear me, that got a bit long and emotional, huh? Also im Prinzip habt ihr euch nicht wirklich gestritten. It's made me feel a whole lot better. In fact, yes, let's do this. Ich glaube, er wird sich freuen, dich zu sehen. Let's go pay Papi a visit. Er wird sich freuen. Ich freue mich erstmal über den Schatz hier. Kaminkoralle. Da waren wir schon drinnen, ja. So, jetzt wird's ernst. Aber wie gesagt, der wird sich freuen. Bin ich mir fast sicher. Oh je, du da, mit den Federn. Vetiaqui, verschwinde. Don Rodrigos Villa ist kein Ort für verdächtige Kerle wie dich. Noch ganz der Alte, was, Gonzales? Tut mir leid, mein Lieber, aber du jagst mir keine Angst ein. Ich kannte dich schon, als der Augenblick eines Tropfen Blut ausgereicht hat, dich flennend zu Mami rennen zu lassen. Komm, wer kennst du meinen Namen?
Ich wette, kleine Quietschmäuse lassen dich immer noch in Schockstarre fallen, oder? Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie du mit einer Bürste verwechselt und versehentlich aufgehoben hast. Oh Schätzchen, dein Gesichtsausdruck damals war einfach unbezahlbar. No, it's impossible. Du bist doch nicht etwa... Ist der Groschen also endlich gefallen, ne? Ist er zurückgekommen? Ich hatte gedacht, ich würde euch nie wiedersehen. Eieiei, es un milagro, ein Wunder. Ach, genug Geschmeichelei. Tut mir leid, dass ich dich so lange allein gelassen habe, mein Lieber. Es macht dir doch bestimmt nichts aus, wenn ich mich hier nach so langer Zeit ein wenig umsehe, oder? Komm no, natürlich nicht. Ich bitte euch, das hier ist euer Zuhause. Seht euch so lange um, wie ihr wollt. Das ist doch nett. Wir wollen zu seinem Papi. Hi, Papi. Okay, der ist noch nicht ganz glücklich. Caramba! Oder der Groschen ist gefallen. Norberto, you dare to show your face in my presence. And you have come to tell me something. Norberto. See? I'm sorry, Papi. Sorry. So sorry. Sorry? What are you apologizing for? You have succeeded in making the world smile, see? Ja. Not yet, Papi. Then why are you here, hmm? Why did you come back if you have not yet done as you promised? You said you would do it, Norberto. You said you would make everyone happy. I did not raise you to be a failure. How dare you come to me and... Oh, Papi. geht's wohl doch noch nicht so gut. Damn you, boy. If I were younger, I would put you over my knee. What kind of a knight makes an oath and does not fulfill it? Wait. Papi, did you say knight? You still think of me as one? Oh, you have no idea how... Oh, thank you, Papi. Thank you. I guess it wasn't very knightly of me to come back before I'd fulfilled my promise, huh? But I had a good reason. The Lord of Shadows. See? Ja. See, how can I make people happy if he is there making their lives miserable? It is impossible. Which is why I'm going to beat him. Only then can I fulfill my vow and make all the people of the world smile again. Careful, boy! Do not promise to defeat Mordegon if you do not truly intend to do so. Of course, Papi. A Siehste, knight's word alles is halb his so bond. wild. You taught me that. But there's just one teensy-weensy little thing I need to ask you to do to help. I've picked up a few friends on my travels. They're kind of young and kind of innocent. They need a role model, you know? Someone to lead them. You do not even need to ask, Norberto. A knight serves the weak untiringly. Or have you forgotten the pledge? Oh, Papi, really? Come on, Norberto. Of course, it will be my pleasure. Oh, aren't you just the sweetest, kindest father a boy could hope to have? Oh, darlings! Come say hello to your Tio Rodrigo!
Wo bleiben sie? Ah. Ja, kann ich auch. Oh, what a lovely bedroom. It's so big. Oh, don't tell me this is your dad, Sylv. He's awfully manly. I'll feel safe with you looking after me, Mr. Rodrigo. Norberto, explain yourself. What is the meaning of this? Now, Papi, let's just pop this on. Hey, Norberto, where are you? Hey, get your hands off of me! Okay. Where's your foolishness, boy? I did not agree to this. Oh, don't be like that, Papi. How can you lead my little band of boys if you don't look the part, huh? You promised. And didn't you always teach me that a knight's word is his bond? So kann man natürlich seinen Vater auch zu Feind machen. Dann ist er so abgemacht, Norberto. Ich werde mich um deine komischen kleinen Amigos kümmern und du erledigst die Fürsten des Schattens, sie? Oh, aber selbstverständlich, Papi. Mach dir keine Sorgen. Ich werde Hagrimor besiegen und der Welt das Lächeln zurückgeben. Du liebst es nach wie vor, kühne Behauptungen aufzustellen, Norberto. Bien, komm hierher zurück, wenn du Hagrimor besiegt hast. Wir werden sehen, ob deine Worten auch entsprechend Taten folgen. Na dann. Hätten wir das erledigt. Mal schauen, ob sie so lange leben hier. Ich werde, glaube ich, ausflippen. Oh. Listen to me, soldiers of Smile. You serve my papi now. You must do as he says. Do not fail me. Please, Sylv, don't go. Don't leave us. Darlings, it breaks my heart to say goodbye. Truly, it does. But we have to be strong. As soon as Mordegon is defeated, I'll be right back with you. I'll be home before you know it. You'll see. Schauen wir mal. And no matter how far I go, no matter how hard it gets, I'll always be with you. Oh, Sylv, we'll be with you too. Just say the words and we'll come running. Ronaldo kann nun die Fähigkeit Karnevalskavaliere einsetzen. Kann man jetzt einfach gehen, bitte? Thanks so much for all your help, darling. I'm all yours now, I promise. Ronaldo schließt sich wieder der Gruppe an. Wir nennen ihn also weiterhin Ronaldo und nicht Norberto. Okay. The salty stallion is all yours too, of course. She's anchored off to the east of here. Yes. Das habe ich Before we gehofft. set sail, might I suggest that we go north to Mount Panglai? The fate of those who dwell there is said to be linked with that of the Luminary. Okay. Ich hätte zwar eigentlich ganz gerne jetzt noch meine Freunde wieder gefunden, aber von mir aus. Ups. Ah, da kommen wir
natürlich nicht lang. Oh, schau mal, da haben wir. Da haben wir noch Erze. Haben wir uns. Kupfer. Oh. Okay. Nichts allzu Besonderes. Dann schauen wir mal, was am Grimmalaya auf uns wartet und wie das unser Schicksal, wie es uns bei unserem Schicksal helfen kann. Das ist ja eigentlich das Wichtigste an der Sache. So. Einfach geradeaus weiter. Der Totengräber von El Luchador. Höhle am Fuß des Berges. Ah, okay, wir müssen dann erstmal hoch. So, schauen wir uns erstmal hier oben um. Ist hier irgendwas? Ja. Ein Zauberzweig. Keine Ahnung, was er bringt. Ich vermute mal, es ist Crafting Material. Aber mit Sicherheit kann ich es natürlich nicht sagen. Gibt es hier irgendwas? Ja, eine Kiste. Gut versteckt. Sehr gut versteckt. Eine Mini-Medaille. Oh, wie viel fehlt uns denn eigentlich noch? Ja, schon noch ein paar. Okay. Dann weiter den Berg hoch. Den Hasen kann man nichts anfangen. Kein Hasenbraten oder sonstiges. Puh. So, hier war ein kleines Camp. Hier können wir auf jeden Fall speichern. Ja, dich sollten wir ausrüsten. Messer. Ein Dolch, dessen Gestaltgebung an einem Ohrring gemahnt und es einem Besitzer gestattet, gleich zweimal zuzustoßen. Die Goldplatte hier. Hermeshut. Du kannst für mich was anbehalten. Einziges heißt, du hast den Schutz vor einschläfernden Angriffen. Zauberkräfte signifikant zu stärken. Abwehrkraft, okay. Langfingerhandschuhe. Okay, ich glaube, damit bist du wieder ganz brauchbar. Speichern nochmal eben. Da ist noch was. Das schnappen wir uns natürlich auch noch. Was haben wir hier? Stein des Überlebens. Okay. So, dann lass uns mal den Berg erklimmen. Das Grimmalaya. Okay. Die Höhle ist nicht allzu groß. Aber Gegner sind hier. Und das Reittier. Das heißt, wir können irgendwann diese Reitviecher brauchen wahrscheinlich. So. Fertiges Solo. Verbrennt einen Feind mit feurigem Odem. Vipernzahn, Schlummerstoß. Im Prinzip sind das die Fähigkeiten von früher. Multimittelheilung stellt Bogen automatisch. Ja. Ist nicht so der Hit. Treffer. Schaden ist gut. Da kann ich mich nicht wirklich beschweren. Hendrik, schaffst du das mit einem? Nicht ganz.
Okay, aber wir haben wieder eine starke Gruppe. Dann machen wir dich. Dann schauen wir mal, wo wir damit vielleicht hinfliegen können. Fies. Jetzt ein bisschen auf Hendrik abgesehen. Ja, der schlägt am stärksten zu, aber trotzdem. Gar nicht mal so nett. So. Oh, Hendrik kriegt auch ein Level up. So, was können wir mit dem machen? Wir können nach oben fliegen. Ist das hier irgendwas? Das bringt uns was, um allgemein weiterzukommen. Na gut. Das ist natürlich ein Punkt. Sagen wir mal ein. Was sind das für Steine gewesen? Boah, die Dinge haben wir doch schon mal bekämpft, oder? Gigahieb. Okay, es steht noch jeder. Etwas enttäuschend. Schaltet den mal bitte aus. Okay. Sehr gut. Alle erledigt. 1300. Erfahrung war wieder sehr gut. Da lang wollen wir nicht. Wir wollen hier weiter lang. Brauchen dafür natürlich wieder den Drachen. Ah, kämpfen wir erst noch ein paar Gegner. So schöne Erfahrung, die nehmen wir doch mit. Ah, wie viel Schaden hat der Gigahieb gemacht hier? Ah, der war gut. Eins darf erledigt sein. Nein. Krass. Okay. Was sag mal? So, der erste Stein ist erledigt. Und der jetzt auch. Grinst ruhig fies, das bringt dir halt gar nichts. So, hier brauchen wir wieder den Drachen. Nehmen die Steine wieder mit. Ich sag, gute Erfahrung. Leichte Erfahrung. Die Panzer. Das wird wahrscheinlich den Drachenreiter schon mal erledigen. Yep. Oh, Kamikaze. Wow. Keine coole Aktion. Überhaupt nicht. Gut, dass es halt nur auf 1 runterzieht. Bei Pokémon wäre das jetzt ein... wären alle tot. Nutzlog Ende. Wenn wir dann eine machen. So, Nummer 1 ist ausgeschaltet. Und Nummer 2 auch. Ausgezeichnet. Oh. Schauen uns natürlich wieder um. Nicht, dass hier irgendwo versteckt dann was ist. Das ist da ist auch nichts. Ne. Okay. Steigen wir schnell ab. Ah, frisches, klares Wasser. Genau das, was wir wollen.
Mal schauen, wie hoch wir denn in der Höhle kommen. Beziehungsweise ob sich... Ah, okay. Da haben wir schon mal irgendwas, das brauchen wir. Wo wir nur mit dem Drachen hinkommen. Mitrilerz. Ui. Ui. Und verzauberter Stein. Das ist auf jeden Fall gutes Crafting-Material. Ansonsten kommen wir hier nirgends hin. Bisschen schade. Da ist noch das Item. Und dann schauen wir mal raus. Ach, hier müssen wir durch kleine Höhleneingang laufen. Krabbeln. Okay, und es wird frostig. Klatschmandu. Da haben wir wieder ein Reittier. Da oben ist ein Drache. Da ist ein Dieblatt. Honigbienenstichler. Ja, machen schon ein bisschen Schaden. Ich habe jetzt gerade schon gedacht, dass es den Stichler in 2 Hälften geschnitten hat. Hältst dir Sack sich einfach. Nicht mit mir. Wie viel Erfahrung? Oh, es geht. So. Schauen wir, was man damit anfangen kann. Rüber. Irgendwas werden wir mit dem Ding schon machen können. Das hat meistens einen Sinn, warum die da sind. Meistens. So, nochmal hier. Ja, wir können über den See gleiten. Das war jetzt noch nicht alles, oder? Was ist eine Mann? Verzauberter Stein. Okay, das ist wahrscheinlich schon mal nicht die schlechteste Art. Gucken wir uns hier mal schnell um. So. Was steht hier für ein Schild? Gipfel des Grimmalaya, kein Zutritt ohne Erlaubnis des Hohen. Ach immer. Da geht's zum Klatschmandu. Gehen wir doch hier mal rein. Du. So. Wie ist jetzt deren Schicksal mit unserem verbunden? Ich bin gespannt. Temple on top of a mountain. What connection could a place like this have to the Lumina? Ja. It certainly benefits from divine protection of some kind. Yggdrasil fell to earth not far from here, yet the temple buildings escaped entirely unscathed. I know that face. That man is a knight of Heliodor. Heliodorian swine! You think that your blockade will break us? Think again. The disciples of Angrila are made of sterner stuff, as you will soon see. Haben wir einen kleinen Clinch? What in the... These movements must be intended to confound us. Be on your guard. We may attack from any angle. Ich sehe, glaube ich, gerade, dass die eine Barriere in uns aufbauen. Enough, all of you. Is this how we treat visitors? As your High Lama, I order you to stand down. Your Holiness, these people are not visitors. They are soldiers of Heliodor. We cannot be sure of their intentions. Soldiers of Heliodor, you say? The tall one, perhaps, but his young friend does not look like a military man to me. Nicht? Muss ich grimmiger gucken? Tja. I sense a great power within you. Tell me, young man,
Are you the luminary? Ja, ich war's zumindest mal. You divined your true identity with a single glance. How long we have waited for this day. Please, you must forgive my disciples' discourtesy. Their training is incomplete. Welcome to Angela, honored luminary. It would please me if you would join me in the high hall at the top of the temple. We have much to discuss. Ja, der Einladung kommen wir nach. But remarkably perceptive for one so young. There is more to him than meets the eye. Vor allem ist er der Anführer des Ganzen. Well, we have come this far. We might as well make our way to this high hall of theirs. See what he has to say. Eben. Das wird uns ja nicht umbringen. Hoffe ich. Hallo. Hurra, der Lichtbringer ist da. Alle Mönche haben sich in der Abendhalle versammelt, um den Lichtbringer in Klatschmandu willkommen zu heißen. Der Tag, auf den wir alle gewartet haben, ist endlich gekommen. Nun ja, fast alle. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ein Lichtbringer ist. Ich werde später meine Mutter fragen. Das bin ich und ich bringe das Licht. Was ist denn noch so da? Ich hatte die Wachdienst im Bergtor, als wir von Monstern angegriffen wurden. Während die Schüler mir nicht zur Hilfe geeilt, hätte ich dabei sicher mein Leben verloren. Auf Ritter Alklas Befehlen haben wir das Zuhause dieser Menschen mit einer Blockade belegt. Und doch haben sie mir das Leben gerettet und mich bei sich aufgenommen. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ah, okay. Das war also das Problem. Ätherischer Stein. Auf jeden Fall wieder was zum Speichern. Treuer Anhänger des Glaubens, wie kann unsere Kirche euch behilflich sein? Wollen speichern. Ja, wir versuchen es nochmal. So, jetzt hat. Ja, wir setzen unser Abenteuer weiter fort. So. Was steht hier? Nachricht von Hohen Lama. Schüler von Klatschmandu. Zweifellos waren die jüngsten Ereignisse ein Schock. Ich bitte euch inständig die Hoffnung nicht aufzugeben. Lasst uns das Andenken unseres gefallenen Meisterinnen in Ehren halten, indem wir uns mit vollem Einsatz unserem Training widmen. Das Rad der Zeit dreht sich unablässig, aber mit gutem Karma können wir dafür sorgen, dass ihre Seele schneller im Licht zurückfindet. Ob man den Kampf triumphiert oder eine Niederlage erleidet, hängt nicht von der Schwertkunst oder magischen Fähigkeiten ab, sondern vom Siegeswillen. Ganz gleich, wie stark der Gegner ist, man muss seinen Geist von allen Zweifeln befreien und sich ganz auf die Bewältigung der Herausforderung konzentrieren, die er darstellt. Das ist der erste Lehrsatz von Klatschmandu. Die Schüler üben Tag für Tag, um diese Geisteshaltung vollkommen zu verinnerlichen. Nix. Was steht in euren Büchern? Nachschlag gefällig, die Köstlichkeiten von Klatschmandu. Es herrscht Einstimmigkeit darüber, dass die einzigartige Küche Klatschmandus den Mönchen durch nahrhafte vegetarische Speisen Kraft für ihre zermürbenden Training verschaffen sollte. Das wohl berühmteste Gericht sind die nur bei besonderen Feiern servierten Bum-Bum-Nudeln. Die Behauptung, es handelt sich um die köstlichste Speise der Welt, ist nicht ganz unbegründet. Angeblich stehen die Nudeln für den Stolz auf eigene Leistung und jeder, der den mühsamen Aufstieg schafft, um sich davon zu überzeugen, hat allen Grund, stolz zu sein. Bum-Bum-Nudeln. Ah, Bum-Bum-Eis. Steht ein Touristenbroschüre mit dem Titel So lässt sich leben, Puerto Valor. Jetzt schon nimmt es aus dem Regal und blättert darin. Beginnt eure Tage mit einem entspannten Spaziergang am Wasser und einem traditionellen Frühstück, bestehend aus Pfannkuchen mit Kokossoße und starkem valorianischen Kaffee. Dann geht es an den Strand, wo ihr euch sonnen, ein Buch lesen und köstliche Trockenfrüchte aus Puerto Valor naschen könnt, deren süßer und saftiger Geschmack einfach unerreicht ist. Sobald es sich ein wenig abkühlt, könnt ihr im Casino euer Glück versuchen, bis es Zeit fürs Abendessen im Weltklasse-Restaurant des Hotels wird. Das Spezialgericht des Küchenchefs ist zum Niederknien. An der Strandterrasse könnt ihr den Abend ausklingen lassen. Trinkt einen Cocktail und verliert euch in der Schönheit des safrangelben Sonnenuntergangs oder der fesselnden himmelblauen Augen des Wirts. Dies ist nur eine der vielen Möglichkeiten, eure Zeit im reizenden Puerto Valor zu verbringen. Gefällt euch die Vorstellung? Dann zögert nicht und plant auch heute eure Reise. Okay, wir haben hier also
Broschüren? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hallo. Hier im Tempel von Kathmandu unterziehen die Schüler sich dem härtesten Training, das man sich vorstellen kann, um die spirituellen Kräfte zutage zu fördern, die sie in sich bergen. Ehe der Bergpfad von der Heliodorischen Armee gesperrt wurde, kamen angehende Helden aus ganz Erdia hierher, um die Geheimnisse unserer Stärke zu erfahren. Wir sind ganz nach oben. Ich habe eben gesehen, wie ein Haufen Schüler in die erhabene Halle gerannt sind. Seine Heiligkeit hat sich wohl zu sich gerufen. Ich habe sie noch nie so aufgeregt erlebt. Ich frage mich, was da los ist. Ich bin gekommen. Das klingt auch wieder falsch. So. I welcome you once again to Anguilla, honored luminary. As I believe you know, it is my privilege to serve as High Lama of this most sacred temple. I am to address you as Your Holiness, correct? Might I ask what you and your people know of my companion? Why, everything, of course. We have awaited his coming ever since the day he entered this world, in the castle of Dundrasil. Waiting for him? What do you mean? I mean exactly what I say, nothing more. Tell me, do you recognize the symbol on this banner? Auf welchem? It is the emblem of Dundrasil. Since the age of heroes, the princes of that nation have come here to train with us for 6 years of their youth. Your young friend was born a prince of Dundrasil. Thus did we expect him to come here as a boy and study under the great Grand Master Pang. Sadly, that was not to be. So if fate had been kinder, you would have spent a good part of your childhood here. What of his tutor, this Grand Master Pang you speak of? When the Lord of Shadows brought the world tree low, the Master set out to summon a magical mandala to protect the temple from destruction. The spell succeeded, but its power was too great. Grand Master Pang did not return. A noble sacrifice indeed. Now that the Master is gone, it falls to me to guide you. Come to the field of discipline. It lies behind this hall. There is something you must see. It is a shame that the Grand Master cannot be here. I would have liked to meet one so noble. Come, let us see what His Holiness has Ja, in store. ich hätte sie auch gern getroffen, glaube ich. Was befindet sich oben? Sind ja nicht neugierig oder so. Nee. Kann ich da rein? Oh. Willkommen, Lichtbringer. Dies ist das Gemach des Großmeisterin Peng. Hier lebte sie bis zu ihrem schicksalhaften Tag. Wärt ihr als Kind hergekommen und hätte bei uns trainiert, wie es eigentlich vorgesehen war, dann wärt ihr hier jeden Morgen aufgewacht. Warum? Hier steht ein weißes Buch mit dem Titel Die Hand der Disziplin. Die Großmeisterin von Kathmandu schwingen äußerst mächtige Waffen. Ich rede weder vom Wellenschneidersäbel noch vom Stab der zerrissenen Wolken, sondern von der Hand der Disziplin. Die Ursprünge dieser legendären Unterweisungswerkzeug können bis zur Gründung von Kathmandu zurückverfolgt werden. Angeblich wählte die Hand selbst den allerersten Großmeister aus. Manche glauben, die Hand wäre eine aus einem Ast Yggdrasils geschnitzte worden und nicht einmal ein Drache könne sie zerstören, obwohl er es mit ganzer Kraft versuchte. Am ehesten bekannte sie sich als Mittel der Bestrafung junger Mönche. Der Schmerz soll derart intensiv sein, dass Akolyten schon befürchtet haben, man hätte ihm die Seele aus dem Leib geschlagen. Nett. Vielleicht ganz gut, dass wir nicht da waren. Das Sutra von Kathmandu. Der Meister lehrt, dass der Mensch die Welt und die Welt der Mensch ist. Sicher, sich guten Taten zu widmen, heißt, der Welt zu dienen. Güte in die Welt zu bringen, heißt, sie zu beschützen. Der Meister lehrt, dass wir durch das Leid von der Linderung und durch Traurigkeit von der Freude erfahren. Die Menschheit und damit auch die Welt zu lieben,
Das ist unsere Pflicht. Der Mensch ist die Welt, Güte dient der Welt, lernt aus Schlechtem Gutes und liebt somit die Welt. Dies ist die Weisheit Klatschmandus, des Reiches über den Wolken. Die Prinzipien, nach denen wir leben. Wow. Okay. Wer bist du? Mein Freund wurde zum neuen Hohen Lama ausgekoren. Jetzt ist er nach einem Großmeisterin die wichtigste Person in Klatschmandu und alle müssen tun, was er sagt. Toll, nicht? Er ist genauso alt wie ich, aber wir können nicht unterschiedlicher sein. Er schlau, du... Nicht ganz so schlau. Er Kerl, du Frau. Keine Ahnung. Wow. Na, dann zeig mal was. Beyond those doors lies the field of discipline, where students of Angri-La strive for enlightenment. Before we tread upon this hallowed ground, let me tell you a little of our history, and of the luminary of legend himself, Erdwin. Before setting out to defeat the Dark One, Erdwin came to our temple to learn from the Wise Ones, who made their homes here even then. The first Grand Master, i.e., accepted him as a disciple and trained him in the secrets of spiritual realization. But he did not train alone. During his time here, he met someone who would change his fate forever. Who was this person? Another of Ai Yi's disciples, a young mage whose talent outshone that of all who had come before. A man named Morkant. Der zu Hagrimak wurde? Erdwin and Morkant would train together every day, each striving to outstrip the other. Though they were fierce rivals, they became firm friends. When their training was complete, Morkant joined with Erdwin in his quest to slay the Dark One. Without Morkant's magic, he might never have prevailed. Before setting out, they carved an inscription into this stone, a pledge of eternal friendship. It has been a treasure of ours ever since. Morkant. Dann ist es vielleicht doch nicht. I have not heard the name before. Now, allow me to show you to the field of discipline, if you would be so good as to follow me. Was erwartet uns hier? Hättest du uns ruhig mal die Tür offen stehen lassen können. Welcome to the field of discipline. Since the age of heroes, many a would-be warrior has spilt sweat and blood upon... If your karma had been different, this is where you would have trained under Grand Master Pang, like all the princes of Dundrasil before you. I have brought you here so that you might stand in the footsteps of your ancestors. An unbroken line leading all the way back to the age of heroes. Even your grandfather, Lord Robert, completed his training here. The memory of his achievements shall live long in the temple's memory. Das klingt ein bisschen skeptisch. His achievements? Pang was a harsh master. With this implement, disciples whose efforts were lacking were given motivation, directly to their fundament. It became known as the Naughty Stick. During the course of his 6 years of tuition, your grandfather's right honourable posterior was paddled an unprecedented 10,000 times. The tale of Lord Robert's road to enlightenment lives on to this day. Every disciple knows that he must focus at all times, lest he face the same fate. A legendary achievement indeed. You are worried for your grandfather, yes? Do not be. Lord Robert overcame every challenge set for him by the Grand Master, and emerged stronger every time. The fall of the World Tree would not have been enough to extinguish one so resilient. He is alive. I sense it. Tonight there will be a modest feast in the High Hall to celebrate your long-awaited arrival.
We would be greatly honored if you would join us. We Natürlich. may not be able to aid you as we would have done were Master Pang still with us. But in this respect at least, we can provide. Aber kämpfen wir jetzt erstmal, oder? An diesem Abend gibt es der Hohe Lama ein Festmahl zu Ehren von Agent. Die schwer geprüften Schüler sind überglücklich, ihre Ausbildung einen Abend lang vergessen zu können und essen, trinken und tanzen bis früh in den Morgen. Schließlich bricht ein neuer Tag an. Awake at last, hmm? It is high time we were on our way. If the Grand Master was still alive, perhaps we might have learned something to help us in our fight against the Lord of Shadows. Sadly, it was not to be. Naja, vielleicht ist noch nicht alles verloren. Ah, Lichtbringer. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Seine Heiligkeit erwartet euch draußen. Ich möchte euch offenbar viel Glück für den nächsten Abschnitt eurer Reise wünschen. Er sagt, er wolle allein mit euch sprechen. Ich höre aufregende Stimmen draußen hinter der Tür. Was da wohl vor sich geht? Bodo? And the hermit, what news of him? Forgive us, Your Holiness. The monsters on the mountain path were too strong. We were unable to reach him. I see. Your Holiness, is there a problem? Yes, Sir Hendrik. I fear there is. You see, 2 weeks ago a hermit visited us, unannounced. Then just as suddenly departed for the top of the mountain. Alone? Whatever for? That I do not know. The moment he heard that Master Pang had passed away, he ran from the temple. He was last seen climbing the path to the sun. The mountain has become infested with monsters, emboldened and strengthened by the rise of the Lord of Shadows. This being so, I dispatched a group of disciples to return him to safety. As you can see, things did not go quite as planned. Dann wird es halt jetzt unsere Aufgabe. I've trained all my life for a moment such as this, and yet I have failed in my first true test. I have brought shame upon Angri-La. Ja. Might we be able to offer some assistance? I thank you for your kindness, but you are guests here. I cannot ask you to undertake such a dangerous task. Doch, The kannst du. Knight of Heliodor does not abandon an innocent in need. These people have shown us great kindness. It is only right that we do them a kindness in return. Ja. Would you not agree? Thank you from the bottom of my heart, but I cannot allow you to bear this burden alone. I shall come with you. Okay, mach das. We must depart for the summit of Mount Panglai without delay. After exiting... Na dann. Auf geht's. Gibt's noch mal einen Nebenquest? Oh, ob man im Kampf triumphiert oder eine Niederlage erleidet, hängt nicht von den Schwertkünsten oder magischen Fähigkeiten ab, sondern vom Siegeswillen. Ganz gleich wie stark der Gegner ist, man muss seinen Geist von allen Zweifeln befreien und sich ganz auf die Bewältigung der Herausforderung konzentrieren, die er darstellt. Das ist der erste Lehrsatz von Kathmandu. Wir Schüler üben jeden Tag, um diese Geisthaltung vollkommen zu verinnerlichen. Vielleicht könnten unsere Lehren euch in euren kommenden Kämpfen nützlich sein. Möchtet ihr unser Training selbst einmal erleben? Diese Lektion beinhaltet das Bezwingen eines mächtigen Monsters mit Hilfe einer bestimmten Koop-Kraft. Nehmt ihr die Herausforderung an? Du sollst dem Mönch zeigen, dass du eines in Kernprinzipien der Lehren von Kathmandu auch wirklich verstehst, indem du ein Monster mit einer bestimmten Koop-Kraft besiegst. Ja. Gut, so denkt ein wahrer Schüler. Ich spüre, dass ihr schon viele Male auf dem Schlachtfeld bestanden habt und allerlei widrige Widersacher euer Partner beim Tanz des Todes waren. Bei der Prüfung müsst ihr einen der Schneeschlangen erledigen, die tagsüber die Pfade des Grimmalaya heimsuchen und sich des Nachts verstecken. Wahrhaft furchteinflößende Feinde. Darüber hinaus müsst ihr die Koop-Kraft feuriges Fanal nutzen, bevor ihr den Gegner zur Strecke bringt.
Diese Fähigkeit steigert auf Kosten der Verteidigung in hohem Maße die Angriffskraft. Sie ermuntert dazu, alle Gedanken an Niederlage zu verbannen und sich vollkommen auf die Offensive zu konzentrieren. Okay, alles klar. Er und Hendrik. Ja, haben wir schon mal hingekriegt. Wir werden es wieder hinkriegen. Speichern nochmal. Speichern ist gut. Speichern sichert uns, dass wir nicht alles nochmal machen müssen, wenn wir scheitern. Jetzt keine Nebenquests mehr. Nein. Das reicht ja auch. Ganz kurz nur, wo geht's da lang eigentlich? Ah. Okay, ich verstehe. So, hier. Der Setzling strahlt eine eigenartige Energie aus. Sie fühlt sich ähnlich an wie die von Yggdrasils Wurzel abgegeben wurde. Doch als du den Setzling berührst, geschieht nichts. Schade. Vielleicht lebt die Meisterin ja doch noch. Schauen wir erstmal geradeaus weiter. So ein leeres Gebiet, es schaut aus, als würde es da irgendwas Bestimmtes geben. Na, eine Kiste. Stab der Antimagie. Okay. Klingt eigentlich ganz interessant, nicht wahr? Wenn du mal nicht der Lichtbringer ist. Seine Heiligkeit hat euer Kommen schon angekündigt. Ihr wollt diesen Einsiedler retten, der zum Gipfel des Berges hochgelaufen ist, richtig? Bitte sei vorsichtig. Jemand, der so wichtig ist wie ihr, darf nicht auch noch verschwinden. Das kriegen wir schon. Was ist schon wieder in den Dungeon reinklettern? Was ist denn da los? Könnt ihr nicht mal einen anständigen Durchbruch machen? Gipfelschrein. Wahrscheinlich kriegt man hier auch wieder die Wespen, damit wir da... Oh, da haben wir einen schönen Drachen. Schwarzer Drache. Guter Schaden. Ja, nicht ganz. Sehr gut, Agent ist schon mal gestärkt. Die Hendrik auch. Victory! Warte mal, welche Schlangen? Ich meine, jetzt wäre jetzt der perfekte Moment dafür. Außerhalb von Klatschmandu. Ja, dann schauen wir gleich nochmal raus. Es ist Tag. Wir sind gestärkt. Wir könnten das nämlich jetzt, genau jetzt, einfach so machen. Schauen wir uns doch mal um. Wo sind die komischen Schlangen, hä? Ah. Die hier. Schneeschlange. Perfekt. Oh. Feuriges Fanal. Haben wir den jedenfalls gleich erledigt. Wir müssen dann natürlich noch gewinnen. Aber das dürfte das kleinere Problem sein.
Stark. Autsch. Und erledigt. Nebenquest geschafft. Das musste jetzt nicht sein, oder? Okay, klatsch mal so. Action ist natürlich erledigt. Saus. Erledigt. Victory is ours. Ja. Nein. So. Und geheilt, wir haben den Quest erledigt. Dann machen wir jetzt mal das, weswegen wir eigentlich hier sind. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen. Pinky. The Pinky und the Brain. The Pinky und the Brain. Müsst ihr auch mal wieder angucken. So eine gute Serie. Es gibt so viele Serien, die ich gerade angucken möchte. Okay, der schwarze Drache ist erledigt. Okay, den Drachen brauchen wir, damit wir wieder hochfliegen können. Töten wir ihn mal schnell. Drachenreiter. Schön geblockt. Oh, Leonardo ist auch gestärkt. Und erledigt. Ja. Dann lasst uns mal aufsteigen. Schon trotzdem wieder in die andere Richtung. Nicht. Oh, der schwarze Drache ist wieder da. Für keiner von denen, die nur einmalig da sind, wie es ausschaut. Das heißt, wir können ein bisschen trainieren an dem. Ja, guck mal. Können wir auch rüberfliegen, da gibt es bestimmt irgendwas. Ja, da gibt es eine Kiste. Die nehmen wir natürlich auch mit. Hexenring. Ja, bringt uns das momentan nicht viel. Wenn wir nicht wirklich Magier in der Gruppe haben. Ja, ich hoffe, das ändert sich bald wieder. Und bis dahin bekämpfen wir trotzdem nur Drachen. Training hat noch nie geschadet. Also das Training bringt uns dazu, dass wir sterben. Das wollen wir natürlich nicht. Feuersturm. Nochmal. Sehr gut. Au. Ärmungslose Schlag hier. Und erledigt. 1300 war das, oder? 1321, ja. Drachenhaut. Ja, vielleicht können wir uns bald eine Drachenrüstung machen. Ja. Ich dachte mir gerade, hat er sich schon aufgelöst, aber nein. Treu auf uns gewartet. Und wir sind fast am Ziel. Das wollten wir eh nochmal bekämpfen, das Viech. Gaul des Grauens. Ich glaube, wir brauchen jetzt auch keine großartigen Skills einsetzen. Einfach reinhauen. Ja. Und er gibt 500? 521. Die Erfahrung ist schon
Kann sich sehen lassen. Und wir kommen zum Gipfel, oder? Stupa. Auf jeden Fall gibt es da was, wo wir rasten können. Das ist auch schon mal sehr gut. Also wir können uns hier heilen. Rasten, speichern. Vorausgesetzt, wir müssen nicht irgendwas gleich machen. Aha. Das ist dann wohl der Einsiedler. Oh, lohnt sich was zu schmieden? Schauen wir mal. Stufenaufstieg. Ja, okay, maximales Potenzial hat sich erhöht. Wie schaut's denn mit Rüstung, mit Talisman von Tiden? Ritterrüstung bringt nicht wirklich was. Na, vergiss es. Speichern wir einmal schnell wieder. Speichern heute relativ häufig. Aber es schadet ja auch nicht. Wir sind jetzt bei, wie viele Stunden sind wir? 35, 21. Dann holen wir uns noch eine Runde aus. Und danach reden wir mit dem Einsiedler. It seems we are too late. Is this the hermit we came in search of? Unfortunately so. He was in deep meditation when he breathed his last. I am glad at least that he was prepared to meet his fate. But that posture, it is awful. Uniquely awful. I know it from somewhere. Incredible! Issue 1 of the Ogler's Digest. And in mint condition. Spannende Abenteuer. Das ist gut. Indeed. It seems our friend here made his peace with the world before departing. Hat er masturbiert, bevor er gestorben ist? Ich will es gar nicht wissen. Was ist das für ein Amulett? But this is one of the royal treasures of Dundrasil. Why would a lowly hermit have such a... By the skies! Can it really be? Lord Robert! Was? Er lebt noch, oder? Your grandfather was Master Pang's most fervent disciple. Can he have chosen to follow his mentor to the next life, perhaps? No, he is still breathing. What? His spirit hovers in the place between life and death. It is only a matter of time before he passes the point of no return. But Was there müssen wir may machen? yet be a way to save him. If you were to follow him into the void, you might be able to bring him back. Und wie? But how? The ancient teachings tell us that the summit of Mount Panglai stands at the crossroads between this world and the next. If you will permit me, I can perform an ancient rite that will send you to the place between worlds. Ja, mach das. But it is not a decision to be taken lightly. Once that place is end... Well, will you take that chance? Will you visit the void and bring Lord Robert back to us? Ja, natürlich. Very well. I will prepare for the ritual. Wir sind bereit. Ja, wir sind bereit. It is time to depart for the place to which every soul must go, but from which few ever return. It is time to perform the rite. What is this foolish dance? What manner of ritual is this? Es scheint funktioniert zu haben. Oder wir sind eingeschlafen.
funktioniert. Wir haben hier einen komischen Tempel vor uns. Können hier auch wieder raus, okay? Hallo. Another wandering soul drifts into my domain. Welcome. Destiny is cruel indeed to send me one so young. Oh, This may be a fruitless question, given the vacant expression you wear, but do you know what fate awaits you here? Yeah. He is wise beyond his years. An intellectual giant. I must return to the world above and tell everyone I met such a marvel. Oh, sie ist Do you sarkastisch. think me a fool, boy? Do not pretend. There is no need for pretense here. Let me unburden you of at least a little of your ignorance. I will explain in simple terms that even an idiot may understand. As you see, this world is a blank slate. Die ist It super is a nett. place of nothingness. Before Yggdrasil fell, departed souls would come here before returning to the world tree. But now that the tree is gone, it is a place with an entrance but no exit. A dead end for the dead. A spiritual cul-de-sac. What I'm trying to tell you is that you will never leave this world. Before long, your soul will dissipate and be lost to the void. As long as the cycle of souls is interrupted, all who die will suffer the same fate. Until at last, the Lord of Shadows is the only one who remains. This is your destiny. Accept it, for you cannot change it. Schauen wir Do mal. you cling to the vain hope that the heart of Yggdrasil may be recovered from Mordegon's clutches? If you do, you are a fool. And yet, you would not be alone in your foolishness. There are others who refuse to accept that all is lost. Some people just don't know when to give up. Sie grinst so komisch. Ich glaube, sie ist gar nicht so... Ich glaube, sie gehört nicht zu den Guten. Wenn ein helles Zeichen einst das finstere Firmament durchbricht, zeigt die Sonne am dunklen Himmel droben strahlend ihr Gesicht und vertreibt alsbald die schwarze Nacht mit ihrem heiligen Licht. Na, dann schreiten wir doch mal von dannen. Ah. Guck mal einer an. Did you think that he chose death out of a sense of despair? You could not be more wrong. He came here with hope in his heart. The hope that one day he will defeat the Lord of Shadows. Your grandfather came to find me so that I might teach him the last of my secrets. Sie ist die Meisterin. You know who I am, of course. Foolish child. I am Pang, Grand Master of Angrila. Können wir dich vielleicht auch retten? Do you see the magic circle that surrounds him? The precise pattern of movements draws energy from the ether and channels it to create the mandala of Yggdrasil. This is the final secret. He has been flailing away like this ever since he arrived here. It is not good for him at his age. But when the great sigil is complete, he will have mastery over a power not seen since the Age of Heroes. Get out, mate! Don't you dare give up now! I'll beat your bottom black and blue, I swear it!
Okay. Er hat mich nicht gesehen. Und es ist komplett, oder? Whoa. Well, would you look at that? Perhaps he is not completely useless after all. Hey! Did you see that? I finally did it! Oh, it was beautiful! Yes, very impressive. I thought you had gone soft in your dotage, but it seems you still have some guts. Jinx! Grandmaster Pang! Was that praise? Ja. Woohoo! For the first time in my long life, she's actually paid me a compliment. Oh, that's warmed my cockles more than 100 nips of the hard stuff. Perhaps if you could stop congratulating yourself for one moment and squint beyond the end of your bulbous nose, you would see we have a visitor. Dieser tote Blick. Oh my! Is it really you, laddie? Oh, not you as well. Your poor young life snatched away from you. It's not fair. Oh, stop your sniveling. The boy is alive. He's what? But what's he doing here then? He and his friends found your body and sent his soul from the world above to bring you back. Ah, really? But I only came here to... You went to all that trouble. Finer than ever, in fact. Now that I've learned the final secret, you and me are going to be unstoppable. Come on, let's get back to our bodies and show that Lord of Shadows what we're made of. Stop right there! Where do you think you are going? I can't thank you enough for all you've done, Grandmaster. But now that my training's finished, I need to be on my way. Deine schon, aber meine nicht. Finished? Oh, but we haven't even begun. Honored luminary, if you would like to follow me. Wir wollen ja auch etwas lernen. Your grandfather has mastered the last secret of Angri-La. He now has the power to send enemies straight to the beyond. It is a technique first devised in the Age of Heroes by Morkant, brother-in-arms of the Luminary of Legend. For you, I have a technique no less impressive. An attack of such incredible power that it can tear through all 4 dimensions. It was devised by Erdwin himself during his training with Yi, our first Grand Master. And it will give you strength beyond reckoning, Luminary. Well, that can't be a bad thing. Me with Morkant's spell and you with Erdwin's attack. We'll be unstoppable. If you can master it. None since Erdwin has been able to do so. The training you must undergo to acquire this power will be more intense, more relentless, more excruciating than any you have faced before. Well, Okay. do you think you have what it takes to endure this most trying of trials? Ja. I knew you would make the right choice. Now, let us begin. The first step
is to focus your mental energies and call forth a blade of pure light. Hold out your hand and try. As good as can be expected for a first attempt. The heat of battle should help to speed you up a little. Battle? You mean you're going to fight him? Oh, no, the poor lad's not ready. Me? Why would I rumple my nice clean robe when I have you to do my dirty work for me? What? You're going to make me fight my own grandson? Who better, Lord Robert? You have mastered all our secrets now. There is no one better suited to the task. And besides, I've always wanted to see two princes of Dundrasil battling. Ja, ich würde sagen, ich bin bereit, oder? Before we continue, allow me to give your grandfather an unfair advantage. All in the name of speeding up your training, of course. Natürlich. Was ist das für ein Zauber? Oh, aye! I've not felt this alive in decades! Let me at the little blighter! That's the spirit. Don't hold back. Show him the true power of our last and greatest secret. Okay, das wird krass. You watch me. Luminary, prepare yourself. Beat back the onslaught and unleash the technique if you can. The more you use it, the stronger it will become. You must practice until it is perfect. Here I come, laddie. It's time to show you what this old man can do. Oh oh, er meint's ernst. Okay, wie machen wir das jetzt? Bodo bereitet sich auf seinen nächsten Angriff vor. Quadri. Ein ehedem von einem frühen Lichtbringer eingesetzte allmächtige Attacke auf einen einzelnen Gegner. Mit etwas Hilfe... Oh Gott. Wir heilen uns mal eben. Okay, der Angriff ist okay. Oh, er macht... Ist auch okay. Das auch. Machen wir die Doppelgänger hier nieder. Oh fuck. So, halt dich mal. Zeit halt nicht mehr komplett. Shit, ey. Ich kann mich gleich nochmal heilen. Puh. Nicht gut. Hey, du hast schon genug gute Doppelgänger von dir. Ah, okay, es hat auch keine Wirkung mehr gezeigt. Ach, sehr gut, wir sind gestärkt. So, mach ihn fertig. Sehr gut. Das ist erledigt. Doppelgänger B analysiert die Lage. Wir hauen Doppelgänger 2 jetzt einfach mal weg. Oh shit. Tor. Unbedingt heilen, unbedingt heilen. Sehr gut. Oh. Quadra-Hieb. 300 Schaden. Lieber mal heilen.
echt uncool hier. Mehr Heilung. Komm schon, lass mich ran. Verfämmung. Geil, was? Das hat nicht funktioniert. Wir haben die Doppelgänger wieder weg. Hier. Ah, ich glaube, wir haben es jetzt auf dem perfekten Level. 300 Schaden, mehr wird es wahrscheinlich nicht. Geschafft. Bodo wurde besiegt. 2000 Erfahrung und 500 Goldmünzen. Boah, ich habe schon ein bisschen um mein Leben gefürchtet, muss ich sagen. Oh, yes. Wonderful. I couldn't have beaten him more soundly myself. I must say, I doubted you had it in you. But you have proved me wrong. And for once, that is no bad thing. Weiterer Hieb gemeistert. The power of the technique comes from your heart. Hone that greatest of weapons, and none will be able to stand before you. Now, I think it's time we peeled that old degenerate off the flagstones, don't you? You beat me, even with the last secret of Angry-La in my side. Oh, I can't believe how much you've grown, laddie. You weren't too much of an embarrassment, no. Perhaps I finally have a disciple worthy of the name. Was ist das? So this is where you have been hiding. Wait, I know that voice. Mordigan. Sniveling worms. You thought to escape my clutches by cowering here in this ruined world. You have only delayed the inevitable. No! Curse you! I had thought your powers could not reach us here. It seems I underestimated you. So inconsiderate. There was one last thing I wanted to teach you. Fine. It seems we must do it the hard way. You two will just have to learn the ultimate ability here and now. Or die trying. Okay. So the last secret of Angry-La wasn't the last one. And Quadra Slash wasn't either. Of course not, foolish man. There is another. A supreme skill devised by Grandmaster, i.e. one that Erdwin and Morkan performed together. Well, don't just stand there. Combine your powers. Revive the technique that was lost to us so long ago, so that I can die happy. You dare to resist me? Ja. You must do exactly as I say. Exactly when I say it. We have only one chance. Robert, do not think. Act. Use the technique I taught to you. Quickly! Now, Luminary! Unleash! Zeig mal, was das kann. Yes, the last and greatest of all the secrets of Angry-La. Solar Flare!
Ausgezeichnet. Und sie ist weg, oder? Oder wir sind wieder zurück in unserer Welt. Wir sind zurück. He is back with us. But he is greatly weakened. We must get him to the temple right away. Müde vom Abenteuer in der Zwischenwelt sinkt Agent im tiefen Schlaf. Im Traum sieht er das Lächeln der Gesicht Großmeisterin Panks im Schein des ultimativen Fähigkeit von Klatschmandu. Schließlich bricht ein neuer Tag an. Wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Starke Attacke, die hat ihn auf jeden Fall zurückgedrängt. Ah. You are finally awake. Good. I feared you had suffered some lasting injury. No. Lord Robert awoke a short while ago. He's outside speaking with the High Lama. We should join them. Also der Besuch war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Ich wüsste nicht, wie der Besuch erfolgreicher hätte sein können. Wir haben ein Teammitglied zurück und wir haben eine ultimative Technik erlernt. Kann sich sehen lassen. Oh, hello there, laddie. Better late than never, eh? What are you staring at me like that for? Is there something on my face? It is your physique, Lord Robert. You're a good deal slighter. Oh, that! Nothing a good breakfast couldn't cure. Aye, the Grand Master put me through worse on more than one occasion. Lord Robert has told me what came to pass in the void, that you met Grand Master Pang, and that she trained you in the ancient arts. I hear that you were even able to master the ultimate abilities of your ancestor Erdwin. You have my congratulations. And I hear that I owe you a debt of thanks, Sir Henrik, for looking after the boy here while I was away. Please think nothing of it, my lord. It is the least I could do to make amends for all the wrongs I have done. Indeed, I feel I must apologize. Ah, don't torture yourself over it, son. We've all been pawns in Mordegon's game. You've nothing to apologize for. Thank you. Truly. What do you intend to do now? We had hoped to find guidance here in Angri-La, but alas, we find ourselves at an impasse. Well, funnily enough, I was just thinking about something Grandmaster Pang told me. She said old Erdwin used a very special form of transport when he went after the Dark One. Some sort of sacred flying contraption. Wo gibt's den? Whatever could that mean? I didn't get the chance to ask her any more about it. But it sounds like just what we need to get up to that castle and knock Mordegon off his perch. As for our old friends, none of them were exactly the giving up type, eh? If I'm still alive and kicking, you can bet the rest of them are out there somewhere. So, what say we head over to Arborea and keep an eye out for our pals on the way? If this flying doodad's supposed to be sacred, the folks over there'll know something about it for sure. There's no time to lose. The longer we wait, the stronger Oh, du schließt dich der Gruppe wieder an. Da steht sogar wieder. In seinem Charakterbaukasten wurden neue Felder freigeschaltet. Nett. Schauen wir doch gleich mal rein. Müssen ihn eh wieder ausrüsten. Bodo kann die Fähigkeit Perlentor einsetzen und Agent und Bodo können die Koop-Kraft Sondereruption einsetzen. Honored Luminary, we disciples of Angri-La will do all that we can to aid you in your preparations to take on the Lord of Shadows. We have even devised a special training regime for you. Visit us again soon. We will stand ready to help you hone your powers. Aha. Das klingt interessant.
Wahrscheinlich so Arena-Kampf. Dafür, dass du die peinvolle Prüfung von Großmeisterin Peng überwunden und die bestgehüteste Geheimnisklasse von Dus gemeistert hast. So, ich springe nochmal rein. Zum einen gibt es ja hier scheinbar die Möglichkeit eines erweiterten Trainings. Hallo. Wir speichern nochmal. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Zeit habe ich noch. Jetzt mal schauen. Mal schauen, was er spricht. Willkommen auf dem Platz der Disziplin, Lichtbringer. Hier könnt ihr euch auf den Pfad der Drangsal begeben und dadurch, dass ihr gegen immer stärkere Feinde antreten, lernen, im Kampf auch das letzte Quäntchen Kraft in euch zu mobilisieren. Aber zwei Dinge solltet ihr bedenken. Wenn ihr diese Herausforderung im Angriff nehmt, erstens müsst ihr die Stärke und Schwächen eurer Gegner wie auch eure Gefährten in Betracht ziehen, wenn ihr festlegt, wer sich auf dem Pfad der Drangsal stellen soll. Zweitens müsst ihr versuchen, eure Gegner mit so wenig Aktionen wie nur irgendwie möglich zu besiegen. Denn denkt daran, ich werde die Anzahl aller Aktionen der Mitglieder eurer Gruppe zählen. Wenn es euch gelingen sollte, den Feind mit ausreichender Effizienz zu schlagen, werden eure Anstrengungen entsprechend belohnt. Also gebt unbedingt euer Bestes. Aber genug geredet. Bitte, Lichtbringer, wählt die erste Prüfung. Nun denn, welche der Prüfungen des Pfads des Drangsal wollt ihr in Angriff nehmen? Kämpfe 2, Teilnehmer 3. Ist der Kampf einhändige Schlangen töten. 4 Schrecken von Heliodor. Hendrik und Voodoo. Möchte die Herausforderung mit dieser Gruppe beginnen? Ja. Wahrscheinlich hätte ich es anders machen müssen, aber egal. Okay, der Angriff ist okay. Der nicht so. Haben wir uns mal eben. Mehr Heilung? Ja, vielleicht sollten wir mal unseren neuen Skill ausprobieren. Autsch. Autsch. Ich glaube, wir sterben gerade. Quadrahieb. Das macht nicht ganz so viel Schaden. Und wir sind erledigt. Nein, wir sind noch nicht erledigt, okay. Überraschend. Ja, es könnte gut gehen, muss aber nicht. Na gut, es wäre gut gegangen. So, Schaltern aus. Bislang 2 Fraktionen ausgeführt. Die letzte Herausforderung der aktuellen Prüfung erwartet euch. Gebt euer Bestes, Lichtbringer. Okay. Das kriegt man vielleicht sogar besser hin. Aber ja, ich glaube, ich mache es von der Aufteilung das nächste Mal besser. Oh, du kannst jetzt endlich mehrere heilen. Sehr cool. Es bringt nix. Versucht eine dunkle Detonation, die einzelne Feinde erfasst. Einzelne Feinde, eine Gruppe. Perlentor. Zeig mal, was das kann.
Der Schaden ist doch schon mal gar nicht schlecht. Aber die halten verdammt viel aus, muss ich sagen. Hätte ich so gar nicht gedacht. Also ich glaube, wir können einfach froh sein, wenn wir den Kampf bestanden haben. So, hat er uns geheilt. So, Nummer 1 ist erledigt. Gehen wir den mal an. Mist. Panther. Und Hendrik, du musst dich jetzt mal schnell selber heilen. Übel die Gegner. Hendrik? Okay, komm, das ist zu Ende. Und den Hornhasen weg. Passt. Die erste Prüfung wurde bestanden. Zwar mit keinem allzu guten Ergebnis, aber in Anerkennung der Tatsache, dass ihr die erste Prüfung zum ersten Mal erfolgreich bestanden habt, möchte ich euch diese Belohnung überreichen. Anleitungsbuch des Kaisers neue Axt. Und wie effizient habt ihr euch eurem Feind entledigt? Mal sehen, wie viele Aktionen ihr ausgeführt habt. 25 Aktionen. Leider kann ich euch für diese Leistung von solch durchschnittlicher Effizienz nichts anbieten. Versucht das nächste Mal sparsamer zu sein und den Sieg mit etwas weniger Aufwand zu erringen. Lichtbringer. Herzlichen Glückwunsch, die zweite Prüfung steht euch nun zur Verfügung, falls ihr sie in Angriff nehmen wollt. Solltet ihr je erneut versuchen wollen, den Pfad der Drangsal zu beschreiten, dann müsst ihr nur fragen. Ja, das machen wir, wenn wir ein bisschen besser trainiert sind, glaube ich. So, würde ich sagen, beenden wir hier. Ich speichere eben noch unser. Schön, dass ihr mal wieder dabei wart. Gerne das nächste Mal auch wieder Sonntag wahrscheinlich. Bis dann, euer Agent. Ciao.